Ich bin Lena Singer-Fischer und ich habe am Weincampus Weinbau und Önologie studiert von 2014 bis 2018. Ja, ich bin in den elterlichen Betrieb eingestiegen, nachdem ich in anderen verschiedenen Betrieben quasi nochmal frische Luft geschnuppert habe und bin dort tatsächlich vor allem im Keller und im Vertrieb tätig. Der Berufseinstieg lief relativ reibungsfrei tatsächlich, dadurch, dass man halt schon so viel praktische Erfahrung gesammelt hat während dem Studium und dadurch, dass es ein dualer Studiengang ist, hatte ich jetzt wenig Probleme, mich dann im Berufsleben einzufinden und kam da relativ schnell rein. Man war halt auch schon gut vernetzt, das hat auch auf jeden Fall geholfen. Also tatsächlich gab es für mich nur zwei Optionen. Es gab entweder die Option, die Ausbildung zu machen und dann zu studieren oder eben dual zu studieren, weil für mich Weinbau und Önologie ohne Praxis nicht funktionieren. Und deshalb war das die Entscheidung, nach Neustadt zu gehen, für mich eine relativ schnelle und leichte und hat mir, wie gesagt, alle Türen geöffnet. Weinbau funktioniert nicht ohne Praxis, deswegen dual war für mich die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall profitiere ich davon. Ich sag mal so, also Englisch ist mir vorher nicht schwer gefallen, aber das Vokabular weinspezifisch hat man ja dann doch nicht so mitgebracht von vornherein. Und generell andere Weinkulturen kennenzulernen ist auch immer super wichtig. Und ich war auch in der Champagne, das heißt, es hat einem auch viele Türen geöffnet, um da überhaupt reinzukommen. Also ich glaube, hätte ich jetzt einfach gesagt, bin jetzt quasi ohne Studium und hätte jetzt mal Lust auf ein Praktikum, wäre das schwieriger gewesen als durch die Connection über den Weincampus. Man verbringt ja viel Zeit in der Uni und ja, also ist das schon sehr eingespannt, auch dadurch, dass man jetzt keine Semesterferien unbedingt hat, aber das schweißt einen irgendwie auch unter den Mitstudenten sehr zusammen. Man wird da schnell ein eingeschworenes Team und dadurch, dass es auch sehr klein und familiär ist es einfach, ja, da einfach Kontakte zu knüpfen und wir sitzen alle im selben Boot. Das war schon irgendwie cool und auch im Nachgang merke ich immer wieder, auch hier auf der ProWein, wie viele Leute ich durch das Studium kennengelernt habe und wie oft man sich dann auch im Berufsalltag noch begegnet, obwohl jeder vielleicht im eigenen Betrieb ist. Also es ist immer wieder ein cooles Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann. Also bei mir ist es wirklich das allererste Argument ist der Praxisbezug. Also nicht nur dadurch, dass man die Ausbildung nebenher macht, sondern auch der Praxisbezug, den die Lehrer, die Professoren mitbringen. Also es ist alles immer sehr praxisnah und nicht die reine Theorie, was es für mich ausmacht. Also ich brauche kein Hochschulstudium, um am Ende nicht zu wissen, wie rum die Pumpe läuft im Keller. Also das ist schon gut, wenn man das dann auch, wenn der Professor auch weiß, wie der Hase läuft. Und von daher ist es wirklich für mich der Praxisbezug, der unschlagbar ist. Man muss anpacken können und irgendwie handfest sein. Das wäre für mich eine Kompetenz. Dadurch, dass der Winzer verschiedenste Berufs- oder Felder hat oder Aufgaben, muss man super flexibel sein und kundennah. Also es hilft auch nichts, wenn man den besten Wein macht und ihn nicht verkaufen kann. Und am Ende ist Wein irgendwie auch eine Empathiesache und eine Kultursache. Also es ist sehr emotional geladen und das, finde ich, muss man auch transportieren können als Winzerin oder Winzer.